Heute ist es wieder soweit. Wir schauen uns an, wie mein Aktienportfolio hier performt, und wir werden auch heute das erste Mal auf Monatssicht schauen, welche Aktien wie performt haben. Und wir sehen derzeit einen Portfoliowert bei mir von über 38.000 Euro und Rendite von über 13%, Kursgewinne 4.200 Euro und einen internen Zinsfuß von über 15%. Investiert habe ich bislang über 33.000 Euro, und seitdem ich jetzt die Aktien mehr oder weniger nur halte, also ich möchte Aktien langfristig halten, sehen wir auch, dass Dividenden langsam reinkommen, und auf die Zeit, wo ich wirklich auf die Aktien hin und her getradet habe, da sehen wir, dass ich realisierte Gewinne hier von über 1.200 Euro habe. Bei der Wertentwicklung sehen wir, dass die Schere jetzt langsam auseinandergeht zwischen dem zugeführten Kapital und dem Portfoliowert. Aber bei der Performance-Übersicht, da sehen wir wirklich, dass ich noch sehr stark hinterherhänge gegenüber den ganzen altbekannten großen ETFs. Das ist, wie gesagt, auf die Zeit zurückzuführen, wo ich Aktien mehr oder weniger nur getradet habe, ohne Sinn und Verstand. Und nicht umsonst sagt man auch, hin und her macht auch die Taschen leer. Aber seit geraumer Zeit verfolge ich die Strategie, dass ich Aktien fundamental bewerte, und ich habe auch eine Playlist erstellt, wo ich die Einzelaktienanalysen auch reinstelle. Das kann ich euch gerne unter dem Video und auch in der Infobox mal platzieren. Und dann schauen wir uns jetzt an, auf Monatssicht sehen wir, dass mein Portfolio hier um 0,38% angestiegen ist, Kursgewinne 144 Euro. Investiert habe ich über 2.600 Euro, und dazu kommen wir aber später mal, welche Aktien ich hier auch eingekauft habe. Und Dividenden sind über 3 Euro schon mal reingekommen, und soweit ich weiß, müsste heute noch die Dividende von JP Morgan reinkommen. Zumindest ist es so angegeben. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal zu der Portfolioanalyse rein, bevor wir uns in die einzelnen Aktien reinstürzen. In meiner Kapitalflusstabelle sehen wir, dass ich meiner Linie hier treu bleiben kann. Ich habe mir immer als Ziel gesetzt, über 1.000 Euro im Monat zur Seite zu schaffen, um es dann auch zu investieren. Und man sieht hier, dass ich seit über 2 Jahren dieser Linie treu bleiben kann. Und in der Grafik hier weiter unten, also dazu muss ich sagen, im April 2025 ist auch das erste Mal die Idee gekommen, wirklich Aktien langfristig zu halten. Und wir sehen aber, in den paar Monaten gab es auch noch ein paar Verkäufe. Erstens habe ich sehr viele ETFs hier verkauft, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte wirklich Einzelaktien analysieren und sie auch kaufen und halten, und deswegen habe ich meine ETFs verkauft, und es gab auch noch ein paar Einzelaktien, welche einfach zu meiner Strategie nicht mehr dazu gepasst haben, und deswegen sieht man hier noch ein paar Verkäufe, aber wir werden in Zukunft weniger Verkäufe tätigen. In der Renditetabelle sehen wir, dass der Januar positiv ausgefallen ist mit 0,39% Rendite. Aber wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, dann war in den letzten Jahren der Januar deutlich stärker. Und wir haben letztes Jahr eine Gesamtrendite von 11,74% hinbekommen. Und natürlich werden wir schauen, dass wir dieses Jahr in den Bereich auch wieder reinkommen oder eventuell sogar noch besser werden. Bei den Sektorengewichtungen sehen wir, dass der Informationstechnologiesektor bei mir am stärksten gewichtet ist mit knapp über 25%. Da bewege ich mich ungefähr in der Nähe von einem S&P 500 ETF. Dann Finanzunternehmen mit knapp 16% auf Platz 2, Nicht-Basiskonsumgüter knapp über 14% und die Kommunikationsdienste auf Platz 4, die sind im letzten Monat stark angestiegen. Dazu kommen wir aber gleich mit 13,8%. Dann kommen noch die kleineren Sektorengewichtungen, und übrigens, mein Portfolio ist in jedem einzelnen Sektor vertreten. Und dann würde ich sagen, jetzt schauen wir uns die Top-Mover an. Welche Aktien haben auf Monatssicht gut performt und welche eher nicht? Wir sehen, der Top-Verlierer in der Liste ist United Health Group mit 14,1%. Ich dachte wirklich, dass sie über den Hügel drüber sind, aber ich wurde des Besseren belehrt. Die Aktie hat richtig stark verloren nach den Earnings. Da ging es um 20% nach unten.
Im Anschluss habe ich direkt ein Video auf fundamentaler Basis zu United Health Group gemacht. Das werde ich euch in der Beschreibung mal verlinken. Dann sehen wir bei Microsoft auf dem Monat 10,85% Verlust und auch hier wurde ich negativ überrascht, denn nach den Earnings ging es richtig bergab. Und ein paar Tage zuvor habe ich über Microsoft ein Video gedreht, wo ich wirklich gesagt habe, dass in meinen Augen hier sich eine Kaufgelegenheit bietet und ich habe auch selber einen Anteil hier nochmal nachgelegt. Und unterhalb sehen wir alle 4 Unternehmen aus dem Finanzsektor. Übrigens, ich werde zu Visa und Mastercard hier in der Liste ein Video ebenfalls in Kürze veröffentlichen. Und wir werden noch ein drittes Duellvideo zwischen den 2 Unternehmen dann haben. Und dann sehen wir auf Platz 5 und 6 ist JP Morgan und American Express. Und man muss sagen, der Januar war wirklich für den Finanzsektor überhaupt nicht gut. Jetzt schauen wir uns die Gewinner an und da fangen wir von unten nach oben an. Alphabet macht wieder ihr eigenes Ding, 6,8%, richtig stark unterwegs gewesen. Und dann sehen wir auf Platz 5 Reality Income 6,8% zugelegt auf den Monat, auch richtig stark von denen. Und jetzt kommen wir zu Meta Platforms. Ich habe Meta vor 1,5 Wochen bewertet, habe dazu auch ein Video gemacht, werde ich euch ebenfalls in der Beschreibung mal verlinken. Und was kann man dazu sagen? Ich habe sofort bemerkt, dass Meta hier wirklich unterbewertet ist. Und ich habe dann auch zweimal nachgelegt. Einmal, wo ich noch das Geld vom Vormonat übrig hatte und nachdem wieder Geldeingang da war, habe ich nochmal neues Geld nachgeschoben. Und es hat sich gelohnt, denn nach den Earnings ging es richtig stark nach oben bei Meta um über 10%. Dann Caterpillar ist wirklich stark unterwegs, also die etablieren sich da oben. Novo Nordisk, da sehen wir wirklich eine starke Bewegung und ich bin hier wirklich gespannt, ob endlich der Turnaround so richtig loslegt oder nicht. Denn sie befinden sich gerade an so einer kritischen Stelle, wo es vielleicht noch bergab gehen könnte. Und Chevron hat wirklich überzeugt nach ihren Earnings und es ging richtig schön nach oben. Jetzt kommen wir endlich zu den Einzelaktienpositionen und wir sehen, dass Apple hier auf Platz 1 ist, also höchste Gewichtung im Portfolio hat. Übrigens, wir machen das hier immer in 5er-Schritte, damit ihr einen besseren Überblick behält. Und gestern habe ich ein Video zu Apple reingestellt, werde ich euch in der Beschreibung verlinken, könnt ihr euch gerne anschauen. Die haben wirklich sehr starke Quartalsberichte geliefert und haben auch einen Unternehmensrekord hinbekommen. Und dann auf Platz 2 sehen wir Amazon und da habe ich ein Problem. Das habe ich in einem Video geäußert, was ich vor ein paar Tagen gedreht habe. Werde ich euch ebenfalls verlinken, solltet ihr euch wirklich mal anschauen. Hätte ich das davor gewusst, hätte ich Amazon definitiv nicht so eine hohe Gewichtung in meinem Portfolio gegeben. Alphabet, da bin ich wirklich gespannt, ob wir wirklich hier endlich mal das erste 1x im Portfolio erreichen könnten mit dieser Aktie. Und ich bin wirklich guter Dinge, denn Alphabet entwickelt sich wirklich, wirklich stark. Und habe auch da ein Video gedreht und werde ich euch ebenfalls in der Beschreibung verlinken. Bei JP Morgan Chase, die konnte ich noch nicht bewerten. Das werden wir in den nächsten Wochen oder Monaten machen können. Da muss ich aber mein Analysetool noch komplett umbauen, damit wir auch hier Bankaktien bewerten können. Und Meta Platforms, die habe ich vor kurzem bewertet. Wie gesagt, das Video ist auch in der Beschreibung unten drunter. Solltet ihr euch auch mal anschauen. Ist sehr spannendes Thema. Also ich finde, der Kommunikationssektor ist wirklich, wirklich stark. Jetzt sehen wir, dass Nvidia auf Platz 6 mittlerweile im Portfolio gelandet ist. Die bewegen sich seit längerer Zeit jetzt gar nicht richtig von der Stelle. Und nachdem aber Meta so gut gelaufen ist, haben sie überholt. Waste Management, die hatten keine guten Quartalsberichte. Ich habe es zwar noch nicht ausgewertet, aber ich habe auf den ersten Blick gesehen, dass da nicht so schöne Zahlen vorhanden waren. Bei Microsoft habe ich vorhin schon meine Meinung dazu geäußert. Die haben richtig stark verloren. Ich finde, es ist nicht so gerechtfertigt, aber
wie gesagt, jetzt werden wir sehen in den nächsten Wochen und Monaten, was hier wieder passiert. Linde, die werden in dieser Woche ihre Quartalsberichte vorlegen und da bin ich auch gespannt, ob die Aktie sich nach oben raus katapultieren kann. Und bei Novo Nordisk habe ich vorhin schon gesagt, da bin ich gespannt, ob der Turnaround jetzt endlich mal durchstartet und zündet oder ob wir wirklich wieder Richtung Keller laufen. Wir sehen, dass Chevron hier richtig stark im Portfolio unterwegs ist. Das habe ich vorhin schon gesagt, die hatten wirklich sehr starke Quartalsberichte. Bei American Express, die hätte ich ganz gerne bewertet, aber das kann ich, wie gesagt, wegen meinem Analysetool noch nicht machen. Da muss ich erstmal den Umbau starten und dann werden wir auch die Bankaktien bewerten, weil sonst hätte ich dann American Express, Visa und Mastercard hier nebeneinander oder gegeneinander gestellt und dann hätten wir sehen können, welche Aktie sich am besten zum Kaufen lohnt. McDonald's wird diese Woche ihre Quartalsberichte vorlegen. Da bin ich mal gespannt, ob endlich mal bei McDonald's ein bisschen Bewegung reinkommt. Die dümpeln jetzt wirklich seit längerer Zeit an der Stelle rum. Coca-Cola hat ein neues All-Time-High rausgeholt diese Woche und auch die werden diese Woche ihre Quartalsberichte bekommen. Aber wir sehen in Euro wirklich, dass kaum Bewegung hier stattgefunden hat, weil der Dollar so stark eingestürzt ist. Das darf man halt nicht vergessen. Und Caterpillar, wie gesagt, die sind sehr stark unterwegs. Da bin ich wirklich guter Dinge. Jetzt kommen wir zu den kleinsten Positionen im Portfolio und wir sehen hier Visa, die in Kürze ein Video bekommen werden von mir, haben sehr stark verloren, haben wir vorhin schon besprochen. Walmart, seitdem die Nasdaq 100 sie aufgenommen hat, sehen wir wirklich eine sehr stabile Stärke in dieser Aktie. United Health, wie gesagt, sehr stark verloren. Da hätte ich gerne nochmal nachgelegt, hätte ich ein bisschen Kapital übrig gehabt. Mastercard ebenfalls wie Visa, American Express und auch JP Morgan Chase richtig stark verloren. Die werden auch in Kürze ein Video von mir erhalten. Realty Income relativ stabil diesen Monat, weder ein großes Plus noch ein großes Minus und British American Tobacco richtig stark unterwegs, die haben sich wirklich stabilisiert und dann würde ich sagen, gehen wir zu den Dividenden rüber. Hier sehen wir, dass das Portfolio bislang 272 € an Dividende ausgeschüttet hat. Eine persönliche Dividendenrendite habe ich von 0,64% und monatliches Einkommen bei fast 18 €. So, in dieser Grafik sehen wir genau das, was ich auch vorhin schon angesprochen habe, was ich mir selber auch als negativen Punkt angerechnet habe. Und zwar, ich habe damals wirklich die Aktien gar nicht gekauft, um Dividenden davon zu bekommen. Und entweder habe ich die Aktien zu früh verkauft, so dass mir auch keine Dividende zugestanden ist, oder ich habe überhaupt nicht auf Dividenden geschaut. Und wir sehen auch, der Januar ist auch jetzt in diesem Jahr auch das erste Mal, dass ich überhaupt eine Dividende bekommen habe. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch den prognostizierten Dividendenkalender zum Schluss mal an. Im Dividendenkalender sehen wir, dass mir für das Jahr 2026 als Prognose 492 € ausgezahlt werden. Im Januar hat bereits das Unternehmen Walmart und auch Realty Income die Dividende ausgeschüttet. JP Morgan Chase, wie gesagt, normalerweise heute. Da denke ich aber, dass die Dividende am Montag erst reinfließt. Im Februar haben alle Unternehmen ihre Dividende bestätigt und dann bekommen wir über 22 € raus. Im März hat bereits Chevron ihre Dividende auch schon bestätigt. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt mit dem Video. In dem Sinne, schönes Wochenende und bis nächste Woche, wenn wir wieder mein Portfolio unter die Lupe nehmen. Ciao, ciao.